Hi Leute, herzlich willkommen. Ich war heute Morgen schon im Pool gewesen, aber wir können ja hier nicht die ganze Zeit chillen. Und der Alex hat nämlich noch eine kleine Reparatur an seinem Wohnwagen. Da nehme ich euch jetzt mal mit, weil das Problem haben wir tatsächlich an Anjas Wohnwagen auch. Ich bin mal gespannt, wie er es löst und damit viel Spaß beim Zuschauen. So Alex, ich hab ja schon angekündigt, das gibt heute eigentlich wieder ein Bastelvideo, ne? Ja, so ein bisschen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gehört auf dem Campingplatz ja auch immer ein bisschen mit dazu, ne? Ja, ein bisschen dass man so Arbeit, Reparaturen. Genau, Arbeit, Beschäftigung ein bisschen. Ja. Und wenn wir keine haben, dann machen wir uns welche. So sieht's aus, aber da haben wir welche. Ja, na klar. Und ich hab's eben gerade gesagt, es geht also hier um diese, wie nennt man die fachmännisch? Oh, gute Frage. Türschnapper, ich weiß es jetzt gerade nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht, wie es genau heißt. Und ich habe eben gerade gesagt, Alex, das gleiche Problem hat die Anja. Das heißt für mich super interessant. Ich gucke mir das jetzt an, was du jetzt dir da ausgesucht hast und wie du das machst. Also mal ganz kurz noch zur Vorgeschichte von dem Ganzen hier. Also ernsthaft, ich wechsle die Dinger hier alle 2 Jahre. Okay. Ja, ich hab das Problem ja noch gar nicht gesagt. Der hält nicht mehr, ne? Genau, richtig. Kannst du mal hier? Ja, klar. Und jetzt mache ich mal auf. Und genau da ist das Problem. So, und die Tür hält gar nicht mehr. Man sieht's, genau. Und das ist genauso bei der Anja. Ich habe mich jetzt das letzte Mal, wo wir in Spanien waren, so ein bisschen beholfen, habe da noch was reingeklemmt. Ja. Aber das wetzt sich halt einfach ab. Ne? Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Und da siehst du hier, ist das ganze Ding hier schon wieder gebrochen. Das ist gebrochen, ja. Genau, also die Dinger halten immer nur 2 Jahre. Und da habe ich mir jetzt mal eine andere Lösung überlegt. So, und währenddessen der Alex jetzt Werkzeug holt, ich zeige euch das mal. Das ist eine ganz andere Lösung. Finde ich aber mega. Ne, diese sieht ein bisschen aus wie so 2 Diskusscheiben, ist aber tatsächlich mit Magnet, der hier so aufeinander dann entsprechend hält, mit Magneten angezogen wird. Und kenne ich natürlich auch von einigen Wohnwagen, weil die haben das auch. Also die haben nicht mehr diese Lösung, wo sich das so einklemmt, sondern die haben so einen Magnethalter. Also finde ich nicht schlecht, weil damit kann natürlich... Können auch Kastagnetten sein? Nee, also damit kann natürlich nichts mehr passieren. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen die Bohrung ändern. Naja, wie gesagt, wir gucken es an, wie der Alex das macht. Okay, also du machst die jetzt logischerweise erst. Genau, jetzt machen wir sie erstmal lose. Genau. Ja, und dann müssen wir ja das Butil, was dahinter klemmt, entfernen. Ja, und das machen wir ja dann im Bezug auch gleich neu. Das ist ja der Punkt. Du musst es ja auch wieder abdichten, ne? Ja, na klar. Okay, aber hast du alles dabei? Ich denke ja. Okay, und wenn nicht, improvisieren wir. Ne? Wir haben ja alle hier, glaube ich, mal MacGyver als Kind geschaut. Ja, genau. Oder als Jugendlicher. Im Improvisieren sind wir groß. Dann schraub mal raus die Dinger. Dann los. So, Schräubchen 1. So, Schrauben sind an beiden gelöst. Alex, willst du die dann in gleicher Höhe anbringen? Weil die haben ja andere Bohrungen jetzt, ne? Ja. Also ich gucke mal, dass ich vielleicht eine Schraube die gleiche Bohrung nehme. Ja, und alles andere müssen wir halt eben abdichten, aber das sehen wir gleich. Okay. So, das ist doch ganz gut hier. Jetzt machen wir den nochmal ab. Achtung. Ja gut, so. Gut eingedichtet, weil Löcher hier in der Außenwand ist ja immer so ein Thema. Die müssen natürlich schon zu sein. Aber jetzt schaut euch das mal an hier. Man sieht halt eben richtig, das kann nicht lange halten hier. Ne? Ja. Das geht zwangsläufig kaputt durch die Witterung. Guck mal, Holger, der Adapter ist sogar von Froli. Ist eigentlich was Gutes. Das ist eine bekannte Marke, ja. Okay, naja gut. Ah ja, alles klar, weil hier überlappt es so ein bisschen. Ne? Das wird uns aber, denke ich, nicht stören. Die ganze Aufmachung, also es ist auch ein bisschen flexibel, das Ganze. Ja. Stimmt, das habe ich mich gar nicht getraut zu drücken. Ja, stimmt, das ist so ein bisschen flexibel. Also finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht gemacht, auch wenn einem mal durch einen Windstoß die Türen, dann haut es einem nicht gleich eine Delle hier rein. Stimmt, ja. Ja, und generell wichtig ist es ja auch, dass es komplett fettfrei ist. Also das heißt, ich gehe jetzt hier immer noch mal mit Waschbenzin. Jetzt zur Zeit habe ich halt nur den Bremsenreiniger an der Hand. Nochmal komplett drüber, dass das neue Butil auch eine gute Haftung eingeht. Das kannst du dir echt manchmal nicht ausdenken. Ne? Jetzt wird ja wirklich so eine Geschichte hier aus dem Camperalltag.
Alex, riesengroßer Werkzeugkoffer dabei, Akkuschrauber, alles. Was hat er nicht? Hat keinen Bohrer, weil so ein bisschen muss man natürlich jetzt vorbohren. Und du kannst es dir manchmal nicht ausdenken. Hier unsere Nachbarn, heute Morgen gekommen, dachte ich, gehst du einfach mal rüber fragen. Und Camper, ne? Ja, wenn du was brauchst, der eine oder andere hat dann auf jeden Fall was dabei. Hier hat er einen Bohrer dabei, also können wir jetzt auch die Löcher vorbohren. Also mega, finde ich jetzt wieder klasse, ne? Hast du jetzt schon mal hier grob angezeichnet, ne? Genau. Also mit dem fängst du jetzt quasi an. Das heißt, das Also Loch, das Loch hier bleibt. Ja. Ja, also ich zeig's mal hier mit dem Zahnstocher. Ja. Das Loch hier, das lassen wir. Und das hier passt natürlich nicht. Also machen wir das auch wieder zu. ja. Und da hast du Butilband? Ist Genau, das ist ganz normales Butil. das? Genau. Ja gut. Klebt wie Holle, ne? Klebt wie Hölle. Ja, ist jetzt auch schon ein Jahr alt. Also ich denke mal, das wird noch gut sein. Ja. Ja, klar, ich glaube, das wird nicht schlecht. Nein, ne? na Quatsch. Ja gut, dann machst du die Löcher zu. Das heißt, den als erstes dran und den zweiten guck mal dann, wie er... Genau, richtig. passt, ne? So machen wir das. Die bequemen Leute beim Caravan gespannt, ja, die wissen Bescheid, ne, um die Stützen runter zu kurbeln. Ne? Hast du ja immer einen Akkuschrauber dabei. Ne? Alex, ich habe es ja gerade gesagt, wenn ich auch meinen Akkuschrauber dabei hätte, aber brauche ich ja nicht, den nehme ich jetzt wieder mit, wenn wir mit der Anja im Wohnwagen klar. unterwegs sind, dann habe ich tatsächlich sogar ein Bohrerset drin. Aber gut, ist halt so. Ah ja, gut. So, dann machen wir. Ich meine, man kann nicht alles haben. Das Ne? stimmt. Dann machen wir, tut immer ein bisschen weh. Ne? So. So, mal. So, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Bastelarbeit. Aber für was so Butilband gut ist, ne? Ja klar, natürlich. Dichtest den ganzen Teller am Rand auch noch ab? Ja, ich habe mich auch gefragt, wie ich es am besten mache. Und ich glaube einfach, dass die beste Möglichkeit jetzt einfach den kompletten Teller abzudichten ist. klar. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es richtig. Ja. So, Nummer 1. Hast aber ordentlich Butil jetzt drunter gemacht. Ja. Wenn das rausquillt, Können wir es ja abschneiden, genau, kannst du ja nachher dann. Aber besser, ne? Leute, Leute, zu viel als zu wenig. ja, es ist halt wirklich so, ne? Das ist ja auch immer, hat man ja gern so an den Fenstern oder so, dass hier so die Dichtmasse irgendwo rauskommt. Und ich bin dann immer froh, wenn sie rauskommt, weil dann weißt du, dass genug drin ist, ne? Das sieht doch schön aus. Naja, schön ist anders, aber. Nee, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Ist halt jetzt eine Menge Butil, aber das kann man ja dann anschließend Besser zu noch viel entfernen. als zu wenig. Ne? Genau. Und damit wir die 3 Bohrlöcher finden, einfach sehr magnetisch drauf. Und zum Glück, Alex, hast du eine zweigeteilte Tür. Ja. Da kommst du jetzt mit den Fingern unten dran, oder? Mal gucken, ob ich das jetzt auch so hinkriege hier. So. Ach, guck mal, das eine überlappt sich fast. So, das sollte es gewesen sein. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen schick. Ja, das ist die Frage, test's bitte erst mal, ob es jetzt noch geht, bevor wir es schick machen. Guck mal hier, wie schön. Wie eine 1. Perfekt, also besser geht nicht. So wollten wir es haben. Und so sieht es jetzt fertig aus. Yay, das sieht doch richtig geil aus hier. Ja. Ja klar, Butil außenrum. Na, das hat der Holger jetzt hier noch schön mit dem Fingernagel alles sauber gemacht. Ja. Wahnsinn. Nicht zu viel abnehmen, weil es hat ja seinen klar. Grund mit dem Butil. Ich wollte gerade sagen, und was ich so ein bisschen, ne? Also kann natürlich sein, dass jemand kommt und meint, das ist die Klingel jetzt bei dir, ne? Das ist der Da Klingelknopf. fehlt aber das Ding noch. Und Alex, bist du zufrieden? Oh, ich denke, was wir hier gemacht haben, das ist ganz gut. Ja, Ja, denke ich auch. Hab ich ja gerade schon gesagt. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, ich habe dir erzählt, die Anja, die hat das gleiche Problem am Wohnwagen. Die kann sich das jetzt mal angucken, ob sie die Lösung von Froli dann mit diesen Magneten auch machen möchte. Oder halt natürlich jeder, der das Video sieht. Also es ist ja einfach mal ein Angebot, was es so Genau. alles gibt. Ja, und ihr habt ja jetzt gesehen, ja, wirklich viel Arbeit hat es jetzt ja auch nicht gemacht. Ne? Also, Aber es ist zumindest mal eine andere Lösung und deswegen, ich will ja immer was Neues, weil wenn wir jetzt nur den gleichen Halter wieder angeschraubt hätten, wäre ja langweilig. Mensch, dann hat man ja auch wenigstens mal ein bisschen Beschäftigung hier. Und das sowieso. Alex, jetzt haben wir eigentlich gleich eine schöne Überleitung. Wir hatten es ja in den anderen Videos oder in unseren Reisevlogs vom letzten Jahr schon gesagt. Du hast ja ein älteres Schätzchen. Exakt. An dieser Stelle nochmal, wie alt ist er? 1988er Baujahr, das heißt, jetzt für die, die gut im Kopf rechnen sind, wir haben 2024, ne, sind wir jetzt bei 36 Jahren. Alter Schwede, 36 Jahre. Und das wollte ich nämlich jetzt damit sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wer jünger ist.
Achso, da waren viele noch nicht auf der Welt wahrscheinlich, Ja. stimmt. Nee, und das ist genau der Punkt. Natürlich hat man da immer was zu tun. Und du hattest mir erzählt, das war aber jetzt alles vorm Urlaub, du hattest einen kleinen Feuchtigkeitsschaden, ne? Richtig, richtig. Und zwar im Eingangsbereich. Ja, leider eine ganz blöde Stelle. Das hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet. Okay. Ja. Und da hat man schon gemerkt hier, dass wenn ich im Türbereich auf den Boden getreten bin, dass mal richtig hier schon die Platte sich nach unten bewegt okay. hat. Und jetzt im Frühjahr war es jetzt leider ganz so weit. Ne? Ich wollte es eigentlich nur in der Werkstatt demonstrieren, wie das ist. Ne? Und bin dann da zur Werkstatt gefahren, um mir auch mal Tipps zu holen. Ich meine, ich bin ja selbst auch nur so ein bisschen Hobbybastler. Ja, klar. Ne? Und zeigte ihm das und in dem Moment ratsch, durch den Boden durch. Ne? Okay. Denke ich, okay, alles klar, jetzt gibt es entweder zwei Optionen. Entweder lässt es für teuer Geld in der Werkstatt machen, ja, das ist ja leider nun mal so. Ne? Oder machst du es selbst. Ne? Und hat mich dann mit meinem Nachbar und auch guten Freund, dem Stefan, gut unterhalten. Okay. Ne? Also jetzt muss man dazu sagen, der Stefan weiß, was er macht, weil du hast gesagt, er ist, glaube ich, gelernter Schreiner. Gelernter Schreiner, ja. Also ne? und da habt ihr euch entschieden, also gegen die teure Variante Werkstatt, ihr macht es mal selbst. Genau, richtig, richtig. Und dann habe ich noch ein paar schöne Tage in Holland verbracht. Okay. Ne? Also sprich sein Elternhaus ist da oben in der Ecke an der holländisch-deutschen Grenze. Und dann haben wir das halt mal so nebenher gemacht. Genau. Und der Stefan, der hat uns ja auch so ein Grußvideo geschickt. Richtig, genau. Das blende ich jetzt mal ein. Guten Morgen zusammen. Hallo lieber Holger, hallo lieber Alex. Ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade in Italien. Beneidenswert. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bringt mir was Schönes mit und schaut euch mal mein Video in Bezug auf Bodenreparatur bei einem Wohnwagen an. Also bis dann, ciao. Und wie es der Stefan ja eben gerade schon im Video gesagt hat, die Reparatur habt ihr ja auch gefilmt. Stefan hat ja auch einen YouTube-Kanal. Genau, richtig, richtig. Und logischerweise, klar, machen wir natürlich gerne, Stefan, wenn jemand die komplette Reparatur, weil da hängt natürlich ein bisschen mehr dran, auch mit Dämmung, Aufbau. Im Video hat man es ja eben auch gerade gesehen, ihr habt dann wieder einen schönen PVC. Genau, ein PVC drüber, unten PVC drunter drüber, haben wir genau. dann noch Styrodur. Genau, also deswegen, wer das dann alles noch mal sehen möchte, wie ihr das gelöst habt, wie ihr das repariert habt, Genau. ich mache unten ins Video, in die Beschreibung, mache ich einen Link zum Stefan seinen Kanal beziehungsweise zu dem Video, dann guckt es euch einfach an. Genau. Und dann würde ich nämlich sagen, wir machen jetzt mal einen Cut, weil ich bin ziemlich durch. Was hältst du davon? Wir gehen jetzt noch ins Meer. Wir gehen ins Meer, aber vorher würde ich sagen, machen wir uns noch ein Scorpino. Stimmt, wir haben ja noch einen Eisschrank. Also, Scorpino und dann gehen wir ans Meer. So machen wir es. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao. Los geht's. Das war doch super.